Seit Jahrhunderten erzählt man sich gruselige Geschichten über die heimlichen Herrscher der Nacht, den Fledermäusen. Aber stimmt das alles? Nein. Die Fledermaus ist nicht nur ein wichtiges Tier im Biokreislauf, sondern leider auch gefährdet. Unser Ökofreak Michael Göbel ist im Gespräch mit Brigitte Heinz, der Geschäftsführerin vom BUND Heidelberg. Sie stellt uns ihr Tierschutzprojekt und die bedrohte Lebensart vor. Ja, das Heidelberger Schloss ist nicht nur eine weltberühmte Schlossruine, die touristisch wirklich von Bedeutung ist, sondern auch das bedeutendste Fledermaus-Winterquartier in Nordbaden. Frau Heinz, wo sind wir denn jetzt hier gerade? Wir sind hier jetzt an der Wasserkasematte. Das ist eines der Winterquartiere. Das ist ein kleiner Gewölbegang, der macht hinten am anderen Ende. Da kann ich mal reinleuchten, weil da an der Stelle störe ich gerade keine Fledermäuse, das weiß ich, weil ich vor kurzem drin war. Und da geht es rechts um die Ecke und das ist nochmal eine große Kasematte. Und diesen Kasematten ist es halt konstant kalt und feucht und ungestört. Da kommt den ganzen Winter niemand rein. Und da hängen die Fledermäuse dann in Mauerfugen und in kleinen Deckenspalten und so. Wie läuft das eigentlich mit der Zählung der Fledermäuse? Ich stelle mir das sehr schwierig vor. Ja, es ist wirklich Handarbeit. Ich muss jede Spalte ableuchten, ja. Ich schleiche durch die Winterquartiere ganz leise, also auch kein Raschelanorak oder was, ganz leise. Bücken, strecken, verrenken, jede Spalte, eine Spalte nach der anderen ausleuchten. Ich darf sie auch nicht stören. Also wenn man Fledermäuse im Winter stört, kann es für die Tiere wirklich tödlich sein. Die müssen ja von ihrem Winterspeck leben und wenn ich sie aufwecke, dann wachen die auf und das kostet sie richtig viel Energie. Ja, es ist auch ein bisschen mein Naturell. Ja. Ich will einfach die Tierwelt und die Pflanzenwelt bewahren und es ist mir ein Anliegen und ja, irgendwie auch so ein Lebensinhalt, Lebensaufgabe. Wir stehen jetzt hier vom Pulverturm, dem gesprengten Turm. Das ist eines der Winterquartiere hier in Heidelberg. Und die Fledermäuse hängen hier in den Mauerfugen und in den Abrissfugen. Da hängen an manchen Stellen so bis zu 30 Tierchen in ganz kleinen Spalten. Und die halten den Winterschlaf. Wie kam es eigentlich zum Projekt rund um den Fledermausschutz und seit wann gibt es das? Das Projekt gibt es jetzt seit 1997 und ja, ich habe es initiiert. Wir haben es genannt, die Heidelberger Fledermäuse suchen Freunde. Und genau unter dem Titel läuft es auch, ja. Das läuft nach wie vor und wir suchen immer noch Freunde, es werden immer mehr, aber es könnten noch mehr sein. Was können wir eigentlich als normale Menschen machen, um den Fledermäusen ein bisschen zu helfen? Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Also wenn Sie Hausbesitzer sind, können Sie am Gebäude, da kann man so Fledermauskästen anbringen. Und was auch wichtig ist, Beleuchtung reduzieren, ja. Das ist ein immer größeres Problem für die Insekten, eigentlich für alle Nachttiere und aber ganz speziell für die Fledermäuse. Ja, wir sind hier im Heidelberger Schlossgarten und hier hängen auch einige Fledermauskästen. Es gibt verschiedene Modelle und wie Sie wahrscheinlich alle wissen, Fledermäuse hängen oben. Deswegen erkennt man Fledermauskästen immer daran, dass die Öffnung unten ist. Und das drüben, das ist der Standardkasten. Also man sieht ein bisschen aus wie ein Meisenkasten, der verkehrt rumhängt, aber er hat unten die Öffnung und die Fledermäuse hängen dann oben. Und wir betreuen vom BUND aus sehr viele Kästen. Wir machen das auch mit dem Forstamt Heidelberg zusammen. Wir haben im Stadtwald etwa 250 Kästen hängen. Aber durch die Fledermauskästen erhöhen wir das Quartierangebot, speziell an Sommerquartieren. Winterquartier ist ein bisschen schwieriger. Und wir wissen auch, welche Arten da sind. Und dann kann man natürlich noch gezieltere Schutzmaßnahmen machen. Am besten geeignet für die meisten Arten ist das tatsächlich der Flachkasten. Da gibt es auch so Bauanleitungen, kann man auch selber basteln. Wie kam Sie zur Biologie? Was fasziniert Sie an der Biologie und was fasziniert Sie auch an den Fledermäusen? Also mich hat die Natur schon immer fasziniert. Ich durfte als Kind immer draußen spielen. Ja? Ich hatte schon immer den Wunsch, diese Schönheit und die Vielfalt zu erhalten. Also die Natur war mir einfach schon immer wichtig. Ich bin aber zu den Fledermäusen tatsächlich erst nach dem Studium gekommen. Aber sie haben mich schon immer begeistert, als Kind schon. Und sie passen sehr gut zu meinem Biorhythmus. Ich liebe die Nacht. Ich liebe Höhlen, ja. Ich liebe alte Gemäuer und alte Dachstühle. Es hat einfach was Faszinierendes, so Bereiche zu erkunden. Ich finde es einfach sympathisch, ja. Und ich glaube, liegt auch ein bisschen daran, dass es noch so viel zu erforschen gibt. Und was mir ganz wichtig ist, dass ich die Menschen dafür begeistere, ja, dass ich sie neugierig mache. Und deswegen arbeite ich auch gern mit Kindern. Unterstützt wird der Verein durch Spenden und private ehrenamtliche Helfer, wie hier Frau Irmela Mikus, die als Fledermaus-Sachverständige in ihrem Haus in der Nähe von Heidelberg eine private Pflegestation für kranke oder verletzte Fledermäuse unterhält. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite www.bund-heidelberg.de. Wir haben auch ein Beratungstelefon und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns kontaktieren.